Wenn wir im Microsoft Flight Simulator unterwegs sind, erleben wir die Welt oft so, wie wir sie aus dem Cockpit erwarten. Realistisch, detailliert, lebendig. Doch es gibt eine Kleinigkeit, die im Standard-Simulator fehlt und die jeder Pilot, egal ob real oder virtuell, sofort bemerken würde. Die Rede ist von Stromleitungen. Genau hier setzt das Powerlines Add-on von Mamu Design an. Es bringt diese wichtige Infrastruktur nicht nur auf den PC, sondern auch auf Xbox und das sowohl im Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024. In diesem Video schauen wir uns das Add-on im Detail an, prüfen, wie es unsere Flüge verändert und werfen auch einen Blick darauf, was es bedeutet, dass es gleich für beide Simulator-Generationen verfügbar ist. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Vielleicht denkst du dir, Stromleitungen? Braucht man das wirklich? Aber wer mit seiner Maschine schon einmal tief über die Landschaft geflogen ist, der weiß, Strommasten und Leitungen sind keine Nebensache, sie sind wichtige Landmarken. Sie dienen zur Orientierung bei VFR-Flügen, sie machen die Landschaft realistischer und sie sind nicht zuletzt ein Hindernis, das man im echten Leben auf keinen Fall übersehen darf. Im Standard-Simulator sind sie bisher nur sehr vereinzelt oder gar nicht sichtbar. Das bedeutet, Flüge über die reale Welt wirken oft ein Stück zu sauber, zu aufgeräumt. Genau diesen Bruch füllt Mamu Design mit seinem Add-on und zwar so, dass es auf allen Plattformen funktioniert. Hinter dem Projekt steht Mamu Design, ein Entwickler, der sich in der Szene bereits einen Namen gemacht hat. Die Add-ons von Mamu sind bekannt dafür, dass sie clever umgesetzt sind, ressourcenschonend, optisch passend und gleichzeitig mit viel Liebe zum Detail. Stromleitungen klingen vielleicht simpel, doch die Umsetzung ist komplex. Tausende Kilometer Leitungen, verteilt über ganze Regionen, müssen ins Spiel gebracht werden, ohne die Performance zu ruinieren. Und genau das hat Mamu geschafft. Powerlines läuft stabil, auch auf Xbox, und fügt sich dabei so nahtlos in die Welt des Simulators ein, dass man sich fragt, warum es das nicht schon von Haus aus gibt. Und Powerlines ist längst nicht das einzige Projekt von Mamu Design. Mit dem Add-on Marinas hat man Küsten, Häfen und Uferbereiche im Simulator aufgewertet, mit detaillierten Booten, Stegen und Hafenanlagen. Gerade wer viel VFR entlang von Seen oder Küsten fliegt, merkt sofort, wie viel lebendiger die Landschaft wirkt. Dazu kommt noch das Add-on Project Lifts. Hier hat Mamu unzählige Seilbahnen und Skilifte umgesetzt, die besonders in Alpenregionen oder Gebirgsgegenden für einen echten Wow-Effekt sorgen. Statt leerer Täler sieht man plötzlich Gondeln, die sich durch die Berge ziehen, ein Detail, das sofort ins Auge sticht. Alle diese Erweiterungen sind, und das ist entscheidend, sowohl für PC als auch für Xbox verfügbar und laufen im Microsoft Flight Simulator 2020 wie auch 2024 ebenso performant wie Powerlines. Es liegt also nahe, dass wir von Mamu Design auch in Zukunft noch weitere spannende Projekte sehen werden. Für uns Sim-Piloten heißt das, die Welt des Microsoft Flight Simulator wird Schritt für Schritt noch detailreicher. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mir auch Add-ons wie Marinas oder Project Lifts hier auf dem Kanal genauer anschaue, dann schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, so weiß ich direkt, welche Inhalte euch am meisten interessieren. Das kostenpflichtige Add-on Powerlines hat am InSim-Marktplatz außerhalb irgendwelcher Aktionen einen Circa-Preis von 16 €. Das Besondere, es ist sowohl für den Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 verfügbar. Und das ist gleich in zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen zeigt es, dass der Add-on-Entwickler die Übergangszeit zwischen den Simulator-Generationen ernst nimmt. Zum anderen gilt, wer das Add-on im InSim-Marktplatz kauft, kann es automatisch in beiden Simulatoren nutzen. Also im 2020er genauso wie im 2024er. Somit bleibt der Kauf zukunftssicher auch im 2020er und muss nicht doppelt getätigt werden. Und hier geht ein großes Lob ganz klar an den Entwickler Mamu Design, der diese Lösung von Anfang an so transparent und fair umgesetzt hat. Zusätzlich bietet Mamu seine Inhalte für PC-Spieler auch direkt über die eigene Homepage an. Wer also lieber direkt beim Entwickler kauft und den Marktplatz umgehen möchte, hat auch diese Möglichkeit. Im Flugbetrieb machen sich die Stromleitungen sofort bemerkbar.
Beim VFR-Flug entlang von Flüssen, Autobahnen oder Bahnstrecken erkennt man nun die typische Silhouette der Strommasten. Das macht die Orientierung realistischer und sorgt gleichzeitig für mehr Immersion. Ein kleines Beispiel: Wenn du mit deinem Fluggerät entlang einer dir bekannten Autobahnstrecke fährst, wirst du feststellen, dass die Leitungen genau dort auftauchen, wo du sie vermutest. Plötzlich passt also das Bild. Und auch für Helikopterpiloten ist das Add-on ein echter Gewinn. Wer tief und langsam unterwegs ist, erlebt die Landschaft deutlich näher an der Realität und muss sogar etwas vorsichtiger fliegen, um nicht versehentlich einer Leitung zu nahe zu kommen. Technisch ist dabei interessant: Die Leitungen sind dabei so modelliert, dass sie performanceschonend bleiben. Das heißt, weder auf PC noch auf Xbox leidet die Bildrate. Ein enorm wichtiger Punkt, denn die Konsolen sind, wie wir wissen, in vielen Szenerien schon am Limit. Natürlich gibt es auch bei diesem Add-on ein paar Punkte, die man kritisch sehen kann. Zum einen, die Weltkarte des Microsoft Flight Simulator ist nun mal riesig und Stromleitungen gibt es praktisch überall. Mamu Design hat sich auf große, auffällige Trassen konzentriert. Und das ist auch absolut sinnvoll, weil es die wichtigsten Strukturen abdeckt, aber natürlich nicht jede kleine Leitung in jedem Hinterhof abbilden kann. Zum anderen, auf der Xbox ist die Installation wie immer nur über den InSim-Marktplatz möglich. Wer also hofft, Mod-Dateien frei anpassen zu können, stößt an die bekannten Grenzen. In Relation zu dem, was dieses Add-on leistet, sind diese Einschränkungen verschmerzbar. Denn es bringt eine deutliche Verbesserung der Immersion und genau das macht den Reiz aus. Wenn man sich mit dem Thema Strommasten und Stromleitungen im Microsoft Flight Simulator beschäftigt, dann trifft man automatisch auch auf ein zweites Add-on, und zwar das Add-on Powerlines von OrbX. Während Mamu Design sein Produkt bewusst für PC und Xbox verfügbar macht, gibt es OrbX Powerlines nicht im InSim-Marktplatz und damit eben auch nicht auf der Konsole. Für alle Xbox-Piloten fällt diese Option somit zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos komplett weg. Mit ca. 8 € ist das Add-on Powerlines von OrbX am PC zwar günstiger, die Darstellung ist jedoch nach wie vor umstritten. Denn dort werden schlicht zu viele Strommasten dargestellt, was die Landschaft oft überladen wirken lässt und die Immersion eher stört als verbessert. Hinzu kommt, dass die Strommasten nicht durchgehend mit den Kabeln verbunden sind. Auf meinem Kanal gibt es dazu übrigens bereits ein eigenes Video. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Mamu Design hingegen setzt auf eine realistische Balance, weniger ist hier tatsächlich mehr. Dadurch fügt sich das Add-on von Mamu harmonischer in die Welt ein, bleibt übersichtlich und sorgt dafür, dass Stromleitungen wie in der Realität wirken, ohne das Auge zu überfordern. In diesem Punkt hat im direkten Vergleich also Mamu Design ganz klar die Nase vorn. Das Powerlines Add-on von Mamu Design ist ein perfektes Beispiel dafür, wie kleine Details eine riesige Wirkung haben können. Es sorgt dafür, dass die Welt im Microsoft Flight Simulator realistischer wirkt, es bringt gerade VFR-Piloten zusätzliche Orientierung und es macht nicht zuletzt auch auf Xbox deutlich, dass hochwertige Add-ons auch dort funktionieren können. Dass es sowohl für den Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 verfügbar ist, zeigt, Entwickler wie Mamu Design nehmen die Community ernst und liefern Inhalte, die zukunftssicher sind. Schreibt mir eure Meinung zu Inhalten dieser Art bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte zur Unterstützung dieses Kanals einen Daumen nach oben und vergesst Abo und Glocke nicht, um auch in Zukunft kein Video zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.